Erneut Starkregen durch Gewitter, aber kaum Schäden. Internationale Experten debattieren Sicherheitslage in Salzburg. Und Kinder führen traditionelles Untersbergspiel in Thomatal auf. Salzburg heute mit Katharina Schaber. Guten Abend. Heftige Gewitter in der Stadt Salzburg und im Flachgau haben in der Nacht auf heute die Einsatzkräfte wieder gefordert. Die Berufsfeuerwehr war 25 Mal im Einsatz. In Schledorf, Matzee, Nussdorf, Lamprechtshausen und Strobl mussten mehrere überflutete Keller ausgepumpt und Straßen aufgeräumt werden. Auch in der Stadt Salzburg haben die heftigen Regenfälle Unterführungen wie hier in der Schwarzstraße beim Heizkraftwerk Lehn überflutet. Die Polizei hat den Straßenabschnitt daher gesperrt. Insgesamt waren die Gewitter aber bei weitem nicht so stark wie zu Wochenbeginn. Auch heute und in den kommenden Tagen bis Sonntag besteht laut Meteorologen weiterhin Unwettergefahr. Die hochsommerlichen Temperaturen haben auch die Diskussion über die Hitzeregelung für Salzburger Fiaker wieder neu entfacht. Fakt ist, die durchschnittliche Zahl der Hitzetage ist in Salzburg laut der Wetterdienststelle Geosphere Austria in den letzten 10 Jahren stark gestiegen. Aktuell entscheiden Fiakerinnen und Fiaker in Salzburg aber selbst, wann ihre Pferde hitzefrei bekommen und wann nicht. Temperaturen über 30 Grad machen vielen Besuchern in der Stadt zu schaffen. Gleiches gilt für die Fiakerpferde, die bei dieser Hitze auch noch arbeiten müssen. Denn der aktuelle Vertrag der Stadt Salzburg mit den Fiakern sieht keine Hitzeregelung vor. Auf der anderen Seite könnte man das auch, und da sehe ich eigentlich die Fiakerbetreiber in der Pflicht, freiwillig machen bei solchen Temperaturen. Denn es ist schon so, dass wenn wir hier auf den Handys, in der Handy-App 32 Grad lesen, dann haben wir in der Innenstadt wahrscheinlich 34, 35 Grad. Die Stadt kann aktuell unangekündigte veterinärmedizinische Untersuchungen bei den Pferden durchführen. Eine verpflichtende Hitzeregelung lehnen die Fiaker ab. Ja, wir machen uns das unter unseren Unternehmen selber aus. Ich sage mal, ab 34, 35 Grad machen wir hitzefrei. Und die Kritik verstehe ich eigentlich nicht, weil sonst müsste ich jedes Reitturnier absagen ab 30 Grad oder sonst irgendwas. Für viele Touristen ist die Kutschfahrt mit den Fiakern jedenfalls eine willkommene Möglichkeit, die Stadt bei Hitze ohne zu viel Anstrengung zu erkunden. Den Tieren mangle es dabei an nichts, beteuern die Kutscher. Also hier in Salzburg geht es den Pferden prinzipiell mal gut, weil hier im Schatten hat es 23 Grad, das ist richtig angenehm für die. Außerdem kriegen sie regelmäßig Wasser, 10 bis 12 Mal, dann sie trinken und außerdem dann die Füße abspritzen, also dann ist es wirklich wunderbar. Ja, eigentlich ganz gut, also die sind das sowieso gewohnt, weil wir eigentlich immer jedes Jahr da sind im Sommer und ja, wir stehen eben im Schatten. Genau, also denen geht es eigentlich ganz gut. Wir haben da diese Kübel eben, da ist auch das Wasser drinnen. Wir haben da vorne so einen Wasserschlauch, sage ich mal, da können wir es immer auffüllen und dann einfach immer mit den Kübel selber wässern. Ein bisschen schwitzen müssen sie also weiter, die Fiakerpferde in Salzburg. Seit dem geplanten Anschlag auf das Taylor Swift-Konzert in Wien und der darauffolgenden Absage der Auftritte ist das Thema Terror und Sicherheit auch bei uns plötzlich wieder hochaktuell. In diesem Minutentakt im Schloss Leopoldskron die Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist das weltweit führende Forum für Debatten zu internationaler Sicherheitspolitik. Wie konkret das Thema derzeit wirklich ist, das zeigt sich auch daran, dass die Salzburger Festspiele etwa ihr Sicherheitskonzept noch einmal evaluiert haben. Die Hofstallgasse mitten in der Salzburger Altstadt heute Mittag. Nach dem Ende der Matinee mit den Wiener Philharmonikern unter Riccardo Muti drängen sich mehr als 2000 Menschen vor dem großen Festspielhaus. Mittendrin auch Polizei. Man patrouilliert, bespricht sich kurzfristig auch mit dem Sicherheitschef der Festspiele und dem kaufmännischen Direktor. Nach der Absage der Taylor Swift-Konzerte hat man die eigenen Konzepte überprüft. Ja, selbstverständlich ist bei solchen Anlässen, stellt man sich die Frage, reichen die Standards aus, die wir gerade eingesetzt haben, passen die Maßnahmen und entsprechend waren wir da auch im Austausch mit der Behörde. Derzeit, da wir eben bereits so große Standards haben, gibt es keine weiteren Anpassungen. Die Terrorwarnstufe hoch bietet uns jetzt schon ein sehr hohes Sicherheitslevel, was auch die Maßnahmen betrifft. Konkret gibt es mit den Salzburger Festspielen schon seit Jahren ein permanentes sogenannten Sicherheitsbeirat, wo die relevanten Player alle an einem Tisch sitzen und wo hier auch die Maßnahmen unter dem Jahr besprochen werden, aber auch im Anlassfall und bei Notwendigkeit dann auch angepasst werden. Schauplatzwechsel in das Schloss Leopoldskron.
Seit einer Stunde tagt dort die Münchner Sicherheitskonferenz. Man hat sich auf Tour durch Deutschland und Österreich begeben. Konflikte, Krisen, Fake-News-Kampagnen. Die Welt erfahre eine Destabilisierung, die sich auch auf den deutschsprachigen Raum auswirke. Die Gefahr von Terroranschlägen wachse. Denken Sie an Ukraine, denken Sie an Gaza, denken Sie an andere Konflikte in verschiedenen afrikanischen Staaten. Für mich ist das absolut keine Überraschung, dass diese Konflikte Auswirkungen auch in unsere eigentlich friedliche Welt hineintragen und zumindest indirekt zur Unsicherheit auf deutschen und auf österreichischen Straßen und Konzerthallen führen. Führen Sie das zurück, dass das die Tat eines, ich sage mal, verpeilten jungen Menschen war? Oder ist das eine Entwicklung, die sich nur so zum Ausdruck bringt, jetzt eine gesellschaftliche Entwicklung? Ich glaube eher Letzteres. Was kann eine Institution wie die Ihre, was kann die Münchner Sicherheitskonferenz oder was kann eine Gesellschaft generell beitragen, um hier zu helfen, um hier aufzuklären, zu informieren zum Beispiel? Wo geht äußere Sicherheit über in innere Sicherheit? Welche Rolle spielt illegale Migration? Welche Rolle spielt das, was wir unter transnationaler Kriminalität kennen, wo unsere Polizeibehörden, zumindest in der Vergangenheit, weitgehend hilflos waren, weil sie jenseits der eigenen Grenzen ihre Grenzen fanden und dort nicht fahnden oder niemanden verhaften konnten. Mit dabei im Schloss Leopoldskron ist auch ein ehemaliger österreichischer Bundeskanzler. Die Welt werde auch in Österreich bedrohlicher. Zugleich müssen wir auch selber bewusst sein, dass wir auch für unsere eigene Sicherheit mehr machen müssen. Sei es für die Cyberbedrohungen, für Terrorangriffe, Gegenterrorangriffe, sei es, dass wir militärisch wieder mehr machen müssen, auch in Kombination mit unseren Nachbarn. Vielleicht wäre es auch klug, einmal nachzudenken, dass man gemeinsam den Luftraum in Europa besser schützt. Denn, wie gesagt, der Friede ist nur dann sicher, wenn man auch vorbereitet ist für schwierigere Zeiten. In Salzburg zumindest gab es bislang keine aktuellen Warnungen. Wir haben die aktuelle Sicherheitslage im ganzen Land, aber aktuelle Warnungen gibt es keine. Weiterhin alles Gute. Danke sehr. Im Schloss Leopoldskron wird aber nicht nur intensiv nachgedacht. Die Starsopranistin Asmik Grigoryan hat dort gestern Abend ein eindrucksvolles und bewegendes Charity-Konzert abgehalten. Veranstaltet worden ist der Abend von einem niederösterreichischen Kosmetikunternehmen. Insgesamt sind dort 100.000 € Spendengeld lukriert worden, die der ORF-Hilfsaktion Licht ins Dunkel zugutekommen. Standing Ovations für die litauische Sopranistin Asmik Grigoryan, nachdem sie das Publikum unter anderem mit Liedern von Strauss, Tschaikowski und Rachmaninow zutiefst gerührt hat. Gebracht hat das eine Spendensumme von 100.000 € für Licht ins Dunkel. Für Wohltätigkeit nimmt sich Asmik Grigoryan immer Zeit, selbst während der Festspiele. Abende wie heute sind eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben. Es ist überhaupt keine Frage, dass ich einen Weg finden werde, die Dinge zu tun, die wichtig für mich sind. Aufgetreten ist die Opernsängerin natürlich kostenlos. Den restlichen Abend haben Amra und Rainer Deisenhammer finanziert. Ihr Kosmetikunternehmen arbeitet mit Asmik Grigoryan zusammen. Kennengelernt haben sie sich bei einem Konzert zugunsten von Licht ins Dunkel. Vor 2 Jahren waren wir zufällig eingeladen und da habe ich sie erlebt und habe nach 10 Minuten geweint und dachte mir, wow, das ist eine ganz besondere Person, nicht nur Sängerin oder Opernstar. Und dann habe ich sie 2 Monate später kennengelernt und das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns toll verstanden und seitdem sind wir unzertrennlich und machen eigentlich diese wunderbaren künstlerischen Ereignisse und Konzerte zusammen. Das hat uns wieder einen Schub gegeben, dass wir als kleines, mittleres österreichisches Unternehmen überhaupt so einen Star bekommen können. Das ist schon ganz was Besonderes und das wissen unsere Kundinnen auch zu schätzen. Ich war immer näher zum Weinen, weil es war so glaubhaft. Ja, also man kann singen und singen. Man kann vermitteln was und sie vermittelt.
bin ein riesengroßer Fan von Asmik Grigorian. Und ich freue mich so darüber, dass mir Festspielintendant Markus Hinterhäuser verraten hat, solange er Intendant ist, wird sie jedes Jahr in Salzburg auftreten. Und sie hat mir das bestätigt. Die litauische Starsopranistin unterstützt üblicherweise keine Organisationen, sondern hilft Menschen direkt. Doch das Konzept von Licht ins Dunkel hat sie überzeugt. In meinem Heimatland hat es eine extreme Tragödie gegeben, bei der eine Mutter sich und ihre 2 Kinder umbringen wollte. Die beiden Kinder sind gestorben, aber jemand hat die Mutter gerettet. Da habe ich sofort an Licht ins Dunkel gedacht und wie sehr wir so eine Organisation in Litauen brauchen könnten. Die Spendensumme wird Kindern in Not zugutekommen, ganz nach dem Wunsch des Opernstars. Ähnlich wie der Opernstar gehört auch der Wiener Staatsopernchor zu den Besten der Welt und ist auch heuer wieder für die Salzburger Festspiele unabdingbar. Ohne Vorständin Anna-Maria Birnbauer wäre das aber wohl undenkbar. Sie gehört sozusagen zum Inventar und ist für ihren unermüdlichen Einsatz der letzten 14 Jahre mit dem Verdienstzeichen vom Land Salzburg geehrt worden. Sebastian Granditz hat sie zu Interview und Jam-Session, also gesanglicher Kostprobe, getroffen. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Salzburger Festspiele, die Sängerinnen und Sänger der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor. Als gute Seele des Chors schafft sie den Spagat zwischen Organisieren und selber singen. Vorständin Anna-Maria Birnbauer. Es ist üblich, dass der gesamte Vorstand mitsingt. Das ist natürlich dann auch eine, wie soll ich sagen, eine schwierige Aufgabe, weil man natürlich doppelt so viel Arbeit hat. Man singt und man organisiert. Aber Singen ist aber so was Schönes, da muss man es tun, nicht? Wie schwierig ist es denn, sich für einen Sänger, der vielleicht eher Solopartien gewöhnt ist, sich in das Gefüge eines Chors zu integrieren? Man muss sich da einfach wirklich auch zurücknehmen können. Man muss sagen, meine Persönlichkeit ist nicht so wichtig. Ich muss für das Ganze leben. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Aber wenn man das kann, ist es ein wunderschöner Beruf. Jetzt ist ja der Staatsopernchor ein Chor, der sich nicht nur hinstellt und singt, sondern da wird ja auch gespielt, da ist man ins Bühnenbild integriert. Macht Ihnen das Spaß? Das macht mir sehr großen Spaß, weil ich habe immer für Schauspiel geschwärmt. Ich habe sogar die Aufnahmeprüfung ins Reinhardt-Seminar gemacht und geschafft. Aber man hat mir dann gesagt, ich muss aufhören zu singen und das wollte ich dann nicht. Ist es ein Traumberuf, im Wiener Staatsopernchor zu singen? Es ist ein Traumberuf. Man singt von Verdi bis Mozart bis Nono, alles wird gesungen und das ist einfach wirklich schön. Nach 14 Jahren als Vorständin steht nun ein Ende der Ära Birnbauer im Raum. Anna-Maria Birnbauer gehört fast zum Inventar der Salzburger Festspiele. Ich kenne die ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, ich bin ja auch nicht gerade gestern da. Sie gehört dazu und ihre Wesensart, ihr Temperament gehört auch irgendwie zu diesen Festspielsommern dazu. Mir persönlich tut es ja auch leid, dass sie dann in Pension geht, dass sie nicht mehr hier sein wird. Kollegen und Kolleginnen, ich habe eine Ansage zu machen, und zwar für heute Abend. Man sagt zwar, jeder ist ersetzbar, aber in Ihrem Fall, glaube ich, ist es sehr schwer, Sie zu ersetzen. Also ich werde Sie auf jeden Fall versuchen zu überreden, noch ein Jahr zu machen. So oder so, Schluss machen mit der Musik kommt auf jeden Fall nicht in Frage. Das kann man gar nicht. Das kann man nicht. Also ich werde mich jetzt wieder auf Lieder konzentrieren, Lieder und vor allem auf Chansons. Ich habe ja schon länger her habe ich die Edith Piaf verkörpert. Da war ich noch schwarzhaarig. Ja, mal schauen, was kommt. Ich möchte erwähnt wissen, dass ich dankbar bin, dass ich mit Musik mein Leben verbringen konnte. Weil das ist ein inneres Gefühl, das man immer nur hat, wenn man das macht. Der Riese im Untersberg, der dort ja bekanntlich schlafen soll, ist eine Legende. Ähnlich wie der langjährige Thomataler Pfarrer Valentin Pfeifenberger bzw. Veutel oder Bischof vom Lungau, wie ihn die Einheimischen gern nennen, der zu Lebzeiten Legende geschrieben hat. Genauso wie ein Schauspiel über den schlafenden Riesen im Untersberg. Heute ist das Thomataler Untersbergspiel nach langer Pause wieder aufgeführt worden. Das Besondere daran, die Schauspieler sind großteils Kinder. Es sind fürstliche Figuren, wie zum Beispiel Könige, genauso aber auch mystische Gestalten, wie Raben bis hin zum Tod. Verkörpert werden sie großteils von Kindern. Auf der Thomataler Naturbühne, einem Hang gleich neben der Kirche,
sind die kleinen Schauspielerinnen und Schauspieler in ihrem Element. Ich muss Sprüche sagen und die Fürsten in den Tod schleudern. Was sagst du für Sprüche? Ich sag, weder reich oder armen tut sich der Tod erbarmen. Zepter und Bettelstab müssen zugleich ins Grab. Ich sag Gras und sitze auf den Store da oben. Und das ist eigentlich das Schöne an dem Stück, dass es so zeitlos dasteht. Er lässt die ewigen Figuren auftreten, wie gesagt, Engel, Teufel, Könige, Fürsten und den Hanswurst. Das Arbeiten mit so kleinen Darstellern ist nicht ganz einfach, zugleich ist es aber auch eine sehr dankbare Aufgabe. Dann profitieren die Kinder in der Weise, dass sie vor Öffentlichkeit auftreten, Gedichte lernen und Selbstbewusstsein tanken und lernen, auf der Bühne zu stehen. Die Herausforderung ist, dass es 20 Protagonisten gibt und Protagonistinnen und das ein ziemlicher Flohhaufen ist, den man in Schach halten muss, in Zaum halten muss, weil sie sehr viel, Gott sei Dank, Energie haben, die sie dann sehr wertvoll ins Stück einbringen. Geschrieben hat das Stück Valentin Voitl-Pfeifenberger und zwar vor 60 Jahren. Seit kurzem ist der Bischof vom Lungau auch im ihm gewidmeten Museum Valentinum zu bestaunen. Und sein quasi Doppelgänger spielt beim Stück heute auch mit. Wir haben früher die Messbücher aus- und eintragen. Beim Fahren hat das uns auf den Kopf und dann habe ich es ein paar Mal fallen lassen, weil ich über meinen Quantel gestülpert bin. Nachher, mit denen habe ich angefangen zu administrieren beim Valentin. Ich war, 50 Jahre ist jetzt schon her. 15 Jahre sind es gewesen. Gemeinsam sozusagen, er ist das geistige Oberhaupt gewesen und ich das weltliche Oberhaupt. Und da haben wir uns dabei austauschen und wir sind mal bei gut recht gekommen. Er ist Valentin der Erste gewesen und ich der Zweite. Künftig soll beim Untersbergspiel in Thomatal wieder die alte Tradition aufleben und das Stück wieder alljährlich aufgeführt werden. Und mit dem Mythos vom schlafenden Kaiser Karl im Untersberg, der hoffentlich noch 100 Jahre weiter schläft, verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Schönen Feiertag. Auf Wiedersehen.